Hallo allerseits. Dies ist ein weiterer Teil von Autodoc-Video-Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Querlenker auf Volkswagen Passat B6 C3 selbst ersetzen können. Schauen Sie sich die Beschreibung unten für die Links zu unserem Webshop an, wo Sie die Ersatzteile kaufen können. Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Entfernen Sie die Hinterräder. Verwenden Sie einen Nuss-Numbered Ventivan und einen Kombi-Schlüssel-Numbered Ventivan. Ziehen Sie den unteren Arm vom Pivot ab. Verwenden Sie einen Torx-No. M10. Trennen Sie die Querstabilisatorbefestigung. Verwenden Sie einen Nuss-Numbered 18 und einen Kombi-Schlüssel-Numbered 18. Schrauben Sie die Armbefestigung aus dem Untergestell heraus. Entfernen Sie den Arm. Installieren Sie den Arm. Verwenden Sie einen Nuss-Numbered 18 und einen Kombi-Schlüssel-Numbered 18. Schrauben Sie die Befestigungsbolzen des unteren Armes an, aber ziehen Sie sie nicht fest.
Verwenden Sie einen Torx-No. M10. Verbinden Sie die Querstabilisatorbefestigung. Stützen Sie den Arm. Verwenden Sie einen Nuss Number 18 und einen Kombi-Schlüssel Number 18. Ziehen Sie die Armbefestigung fest. Entfernen Sie den Träger unter dem Arm. Danke, dass Sie unser Tutorial angesehen haben. Abonnieren Sie den Autodoc-Kanal und verpassen Sie keine neuen Videos. Wenn Ihnen dieses hier gefallen hat, drücken Sie den Like-Button und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden. Einen schönen Tag noch.